Kennt ihr Moldawien? Das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine? Mit weniger als 3 Millionen Einwohnern, das zweitärmste in Europa. Die Hauptstadt Chișinău gilt als eine der hässlichsten und am wenigsten besuchten Hauptstädte Europas. Zu Recht? Ich wollte es herausfinden und deshalb fuhr ich hin. Ich stehe hier am Bahnhof von Chișinău mit einem Elektroscooter. Keine Ahnung, wie man so ein Ding fährt, habe ich noch nie gemacht. Aber hier ist ja genug Platz zum Üben, also los geht's. Geht doch. Also, dawajcie. So, hier bin ich jetzt am ehemaligen Hotel National, dem heimlichen Wahrzeichen von Chișinău. Dort sind in den 70er und 80er Jahren die Staatsgäste und Prominente abgestiegen. Hieß damals noch Intourist. Es wurde aber 2006 privatisiert und heißt seither Hotel National. Der neue Besitzer hatte sich zwar dazu verpflichtet, es zu renovieren, aber hat es dann doch nicht gemacht, wie man sieht. Und seither rottet es so vor sich hin. Man diskutiert, ob man es jetzt renovieren soll oder doch abreißen oder unter Denkmalschutz stellen oder wie auch immer. Ist gerade eine offene Stelle, da kann man mal ein bisschen reingucken. Ja, sieht man jetzt nicht so viel. Ist halt alles komplett leer, ist im Prinzip ein Rohbau. Gehen wir mal zu dem Brunnen. Jetzt auch ohne Wasser. Da liegt da irgendwelcher Müll und Schutt drin. Da ist nichts mehr von dem ehemaligen Glanz. Hier am ehemaligen Hotel beginnt auch der Boulevard Stefan des Großen und Heiligen, entlang dem sich die wichtigsten Regierungsgebäude und Sehenswürdigkeiten aufreihen. Der ist 3,8 Kilometer lang und ich würde sagen, den fahren wir mal ab. Also wer sozialistische Architektur mag, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Das Bild hier auf der Wand erinnert an die Teilnahme Moldawiens an der Olympiade 2024 in Paris, wo das Land auch ein paar Medaillen gewonnen hat. Ich zeige euch jetzt gerade mal schnell den Platz, an dem ich bin. Hier ist das brutalistische Gebäude der Moldawischen Telekom, ein Einkaufszentrum, nochmal die Plattenbauten von vorher und der Boulevard Stephans des Großen. Aber ein paar hundert Meter weiter kommt ein bisschen versteckt in der Seitenstraße die Piazza Centrala, der große Markt. Den darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ich lasse das jetzt einfach mal weitgehend unkommentiert, also lasst die Bilder einfach mal auf euch wirken. Hier kann man stundenlang schlendern und gucken und entdeckt doch an jeder Ecke was Neues. Dieser Stand verkauft Sonnenbrillen, der nächste Radios und der übernächste Grabkerzen. Und hier muss doch jedem Heimwerker und Bastler das Herz aufgehen. Sucht ihr schon lange einen Motor oder Lager für die alte Waschmaschine? Also hier werdet ihr auf jeden Fall fündig. Hier ist die Drogerieabteilung. Und hier kann man alles kaufen, was man aus Stoff herstellen kann. So, Musik sorgt für Stimmung. Jetzt sind wir am Fleischmarkt angekommen. Entspricht jetzt nicht unbedingt den EU-Hygienerichtlinien, was wir da sehen. Zart beseitet sollte man auch nicht sein. Keine Ahnung, was das da mal für Tiere waren. Den hatten wir jedenfalls das Fell abgezogen. Ich glaube, es gibt kein Organ und keine Innerei vom Tier, was man hier nicht kaufen kann. Aber auch außerhalb vom Markt werden noch Secondhand-Klamotten und Flohmarktsachen verkauft. Und zwar von Leuten, die sich die Standgebühr nicht leisten können. Also hier wird die Armut von Moldawien halt doch sichtbar.
Jetzt kommen wir zum repräsentativen Teil des Boulevards mit dem ersten Regierungsgebäude, dem Innenministerium. Auf der anderen Seite sehen wir Geschäfte und ganz normale Wohnhäuser. Aber schaut mal hier die Fassade, obwohl der Putz abblättert, sieht es doch sehr schön aus. Dieser Platz wird von Osterhasen bewacht. Es ist Ostern, aber trotzdem gehe ich da mal rein und schaue mich um. Das weiße Gebäude hier rechts ist die Orgelhalle. Da war früher eine Bank drin, seit den 70ern dient es aber als Konzerthaus. Die französische Musik kommt von diesem Kaffeebütchen hier. Gegenüber der Orgelhalle ist das Mihai Emanescu Theater und das war's dann auch schon. Das nächste ist das Rathaus. Fun Fact: Die deutsche Partnerstadt von Chișinău ist Mannheim. Auf der anderen Straßenseite ist die moldawische Post und ein modernes Bürogebäude dahinter. Und hier fanden dann in den 80ern die großen Militärparaden mit Panzern, Flugzeugen und Raketen dann statt. So, hier kommen wir jetzt zum Arcul de Triomphe, den Triumphbogen. Der Triumphbogen wurde 1840 erbaut und erinnert an den Sieg Russlands über das Osmanische Reich im Jahr 1829. Noch ein Fun-Fact am Rande: Die Glocke im Innern wurde aus dem Metall erbeuteter türkischer Kanonen gegossen. Und gegenüber vom Arcul de Triomphe ist das Regierungsgebäude der moldawischen Regierung. Jetzt rollen wir zum Kathedralenpark, wo die Kathedrale Christi Geburt steht. Das ist jetzt erstmal der Glockenturm mit Gerüst. Da haben sie irgendwelche Bühnenaufbauten gehabt gestern. Ja, das ist auch cool hier, das Klavier. Ist das echt? Ja, ich glaube, das ist Gras, ne? Dann gehen wir mal auf die Kathedrale zu. Ja, hier das Weihwasserbecken mit Osterei und Kerze. Mit dem Glockenturm, da kann man anscheinend rein, da ist jemand drin. Dann schauen wir uns die Kathedrale mal von innen an. Aștept. S-a aprins semnalul verde al semaforului. Puteți traversa strada. Das hier ist das Denkmal Stephans des Großen. Der hat in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts das Fürstentum Moldau regiert. Das ist also das heutige Moldawien und der östliche Teil Rumäniens. Und er hat die Region erfolgreich gegen die Osmanen verteidigt. Ihm kann man also verdanken, dass wir hier nicht in der Türkei sind. Ja, dann gehen wir einfach mal in den Park, der Stephan dem Großen und Heiligen auch gewidmet ist. Da schaut mal, alles super top gepflegt hier, die Wege. Da kommen schon die Tulpen. Ja, und hier ein Springbrunnen. In allen Parks gibt es diese kleinen Patisseries, wo man sich so ein Käffchen kaufen kann. Und auch so Gebäck oder sowas dann. Und genau das werde ich jetzt tun. Dann will ich mir meinen Cappuccino und meinen Kuchen mal schmecken lassen. Ja, das ist interessant. Der Kuchen wird nicht so wie bei uns auf dem Teller serviert, sondern in so einem Schälchen. Und da löffelt man den dann raus. Sehr gut. Und hier haben wir Büsten von berühmten Persönlichkeiten. Die Namen sagen mir jetzt aber alles nichts hier. Auch hier habt ihr wieder ein Lost Place. Das war ja sicher mal ein Restaurant oder sowas. Aber da sind gerade Leute, die hier aufräumen. Vielleicht wird das auch demnächst renoviert. Fände ich schön, weil das eigentlich ein sehr interessantes Gebäude ist. Ja, in Stephan dem Großen seinen Park gibt es auch schöne, schicke Restaurants, teure Restaurants. Aber obwohl die teuer sind, sind die Preise etwa ein Drittel
bis Viertel zu dem, was man in Deutschland bezahlt. Allerdings müsst ihr halt, um die Speisekarte zu verstehen, auch Bulgarisch oder Russisch können, denn sonst seid ihr verloren. Es gibt also keine Touristen hier oder ganz wenig und deswegen ist man halt auf Touristen absolut nicht eingestellt. Wow, und schaut euch diesen Brunnen an. Hier habt ihr sowjetisches Mosaik. Die nächste Station ist das Nationale Opernhaus. Davor gibt es natürlich einen Springbrunnen. Und hier kann man auch ein Selfie machen. Cheese! Hier ist wieder eine hübsche Kirche mit einer goldenen Kuppel. Und die will ich mir jetzt genauer ansehen. Es ist die Kirche der Verklärung des Erlösers. Kurz gesagt, 1902 erbaut, russisch-byzantinischer Stil. Und da gehe ich jetzt rein. Und drinnen gibt es das Übliche, aber vor allem eine sehenswerte Darstellung des Jüngsten Gerichts. Und hier sind wir bei den Kaskadentreppen oder Wasserfalltreppen, die runterführen zum Lacul Valea Morellor. Und das Ganze ist eben auch ein Wasserfall mit Springbrunnen. Da gehe ich einfach mal runter. Die Treppe hat 218 Stufen, wurde in den 50er Jahren erbaut, aber von den Sowjets dann später vernachlässigt. Und erst 2016 wieder aufwendig aufgrund von Zeichnungen und Originalfotos dann renoviert. So, jetzt sind wir unten angekommen, sind jetzt also beim Lacul Valea Morellor. Hier irgendwo auf einem dieser Zaunpfosten soll es die kleinste Statue der Welt geben, nämlich die Statue des kleinen Prinzen. Aber irgendwie ist sie mir entweder nicht aufgefallen oder ich habe sie übersehen. Das sieht auch schön aus. Ich glaube, hier kann man seinen Spaß haben. Ja, sogar einen Sandstrand gibt es hier. Also hier lässt sich doch leben, oder? Ja, Regen war eigentlich nicht angesagt. Aber so sieht es aus. Also auf dem moldawischen Wetterbericht ist jedenfalls kein Verlass. Heute wäre Sonne angesagt gewesen, den ganzen Tag. Vielleicht ein paar schöne Wetterwolken. So sah es dann auch heute Morgen auch aus. Aber ich nutze jetzt die Regenpause einfach mal, um hier in den Supermarkt da zu gehen und mir was zu essen kaufen. Auf den ersten Blick ist es ein Supermarkt wie jeder andere auf der Welt auch, aber jedes Land hat eben seine eigenen Produkte und die werden auch jeweils anders präsentiert. Das, was man von zu Hause kennt, gibt es dann entweder gar nicht oder es ist exorbitant teuer. Und bis man von den lokalen Produkten mal weiß, was ist und ob es einem überhaupt schmeckt, braucht es dann doch ein bisschen Zeit. Noch was Süßes zum Nachtisch. Inzwischen hat auch der Regen aufgehört und es kann weitergehen. Und da ist dann schon der nächste Lost Place, die Stadionruinen. Ja, das müssen die Kassenhäuschen gewesen sein. Ja, das ist abgesperrt hier. Ich könnte da natürlich drüber klettern, aber warum denn umständlich, wenn es auch einfach geht? Da haben wir eigentlich nichts außer so eine verwilderte Grünfläche. Ich habe das auch vorab mal bei Google Maps gecheckt
Und da ist nichts, also das lohnt sich jetzt nicht, da längere Zeit zu verbringen, außer man möchte vielleicht mal in einem richtigen Biotop sein. Dann rollern wir mal weiter. Also Chișinău kann man jetzt nicht mit Paris oder Prag vergleichen. Aber hässlich ist die Stadt jetzt auch nicht. Ich finde die Stadt im Gegenteil sehr sauber und gepflegt und viele Gebäude wurden in den letzten Jahren auch renoviert. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Aber was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Hier bin ich auch wieder am Bahnhof. Hier fährt auch der berühmte Nachtzug ab, der mich wieder nach Bukarest bringen wird. Wenn es euch interessiert, dann bleibt doch einfach dabei, abonniert den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.